Mich haben in den letzten Tagen viele E-Mails erreicht mit Fragen zur Spanienreise. Und da diese Fragen sich auch wiederholen, gehe ich davon aus, dass es auch viele interessiert. Somit habe ich mich entschlossen, darüber mal ein Video zu bringen und in diesem Video Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen dazu. Wir haben jetzt Ende Oktober, viele sind schon gestartet Richtung Spanien, andere wollen starten, viele fahren erst um Weihnachten los, ist ja ganz unterschiedlich, aber es sind auch eben, wie ich schon sagte, Neucamper dabei und die dann noch nicht die Erfahrung haben, die natürlich viele Fragen haben und die will ich hier versuchen zu beantworten. Eins vielleicht vorweg, wir fahren normalerweise oder wären um diese Zeit auch schon gestartet Richtung Spanien. Bei uns hat sich das jetzt ein bisschen verschoben aufgrund dessen, weil wir uns gerade ein neues Wohnmobil bauen lassen und wir diesen Bau begleiten. Das Fahrzeug wird voraussichtlich Ende November, Anfang Dezember fertig und danach starten wir. Also geplant ist, dass wir Ende November Richtung Spanien starten. Ja, jetzt zur ersten Frage, die immer wieder kommt, und zwar, muss ich reservieren oder muss ich nicht reservieren? Grundsätzlich kann ich Folgendes dazu sagen. Wer einen längeren Aufenthalt plant auf einem speziellen Platz, der sollte auf jeden Fall reservieren. Es ist jetzt für diese Saison schon etwas spät. Aber man kann es immer wieder versuchen. Ich weiß aus Erfahrung, dass es immer wieder Plätze gibt, wo was frei wird, weil irgendjemand nicht kommt, weil jemand krank wird, weil jemand das Auto nicht in Ordnung hat und so weiter. Also insofern hat man dann hier und da nochmal eine Chance. Also lange Aufenthalte auf einem Platz oder längere Aufenthalte auf einem Platz sollte man auf jeden Fall reservieren. Wenn ich vielleicht das erste Mal nach Spanien fahre, noch gar nicht genau weiß, wo ich hin will, wo es gefällt es mir, dann würde ich immer sagen, ohne Reservierung losfahren. Man muss allerdings dann flexibel sein. Also das heißt, wenn ich mal an einem Platz ankomme, alles ist voll, dann muss ich weiterfahren und zum nächsten fahren und gucken, ob ich was finde. Ich muss vielleicht auch mal einen Platz nehmen, der nicht so ganz attraktiv ist. Das ist dabei. Aber man hat immer eine Chance, denke ich, wenn man nur 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage auf einem Platz bleiben möchte, dann hat man eine gute Chance, dass man noch einen Platz kriegt. So war es jedenfalls in der Vergangenheit. Es ist ganz klar, wenn man an diese Plätze will, ich nenne mal jetzt die Stadt Calpe oder Alicante, es gibt also gewisse Valencia, Benidorm, diese Orte, die bekannten Orte, wenn man dort auf einen Platz will, dann kann es schwierig werden. Richtig voll wird es meistens erst ab Mitte Dezember, so war es jedenfalls in der Vergangenheit. Auch Weihnachten, dann füllt sich das, heißt die Hauptmonate, wo es ganz voll ist, ist meistens Januar, Februar bis Mitte März. Dann fahren die Überwinter oder die Langzeitcamper, die fahren dann so langsam nach Hause, sodass dann wieder Plätze frei werden. Eine weitere Frage, die häufiger gestellt wird, und zwar mit Anhänger fahren oder ohne Anhänger fahren. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, die Frage. Es geht darum, wenn ich das erste Mal nach Spanien fahre, würde ich nicht unbedingt einen Anhänger mitnehmen. Ich würde dann auch nicht lange auf einem Platz bleiben, sondern ich will ja erstmal was sehen. Ich weiß ja gar nicht, wie das in Spanien so alles ist. So, dann würde ich Erfahrungen sammeln und ohne Anhänger ist das einfacher. Dann kann ich schneller am Platz wechseln. Es gibt heute viele Camping- und Stellplätze, die haben Parkmöglichkeiten auch für Anhänger und Pkw, aber es gibt auch Plätze, dort ist es eng, dort hat man nicht die Möglichkeit, einen Anhänger abzustellen und das Auto auch abzustellen. Also insofern ist man einfacher unterwegs, wenn man ohne Anhänger fährt. Ein Anhänger macht dann auf jeden Fall Sinn, wenn ich auf einen Platz fahre und sage, hier bleibe ich 3 Monate oder noch länger, dann ist ein Auto interessant und ich will vielleicht von da aus Erkundungstouren machen, mir was anschauen, dann macht ein Auto Sinn. Ansonsten kann man sich auch ein Auto mieten, wenn man jetzt irgendwo ist und sagt, Mensch, ich möchte da mal die Stadt mir anschauen, möchte ich nicht mit dem Wohnmobil reinfahren, dann ist die Möglichkeit immer da, meistens immer da, dass man sich ein Auto mietet. Dann kommt auch die Frage, welche Route fahre ich?
gerade mit Anhänger. Da muss ich Folgendes zu sagen. Es gibt bei mir Videos auf meinem YouTube-Kanal, wo ich zeige die Standorte, die wir genutzt haben oder die Übernachtungsplätze, die wir genutzt haben mit Anhänger. Ich habe diese Plätze auch auf meiner Stellplatzkarte besonders markiert. Das heißt, sie sind dann blau gekennzeichnet, dann eben mit dem Anhänger angehängt stehen bleiben kann. Das ist ja oft der Punkt, den man sich wünscht, dass man nicht den Anhänger abhängen muss und rumrangieren muss, sondern dass man so angehängt stehen bleiben kann. Also da mal auf meine Stellplatzkarte gucken, dort findet ihr die Plätze. Ansonsten habe ich auch eine Playlist, dort steht eben, glaube ich, mit dem Anhänger nach Spanien oder sowas, ähnlich ist der Titel, so dass man dort eben schauen kann, die einzelnen Videos sich ansehen kann, wie wir gefahren sind und welche Plätze wir genutzt haben. Zur Route vielleicht noch so viel, wir fahren überwiegend Autobahnen, weil wir schon 30 Jahre nach Spanien fahren, kennen wir viel, also wir fahren da nicht die Nebenstrecke, um noch viel von Land und Leute zu sehen, sondern wir wollen relativ schnell Richtung Süden und so nutzen wir in erster Linie die Autobahn. Man kann, und das habe ich auch schon in verschiedenen Videos gezeigt, man kann aber, wenn man nicht nur Autobahn fahren will, bis Lyon, über Besançon, dann Richtung Lyon die Nebenstrecke fahren, also mautfrei fahren. Und das haben wir auch schon mehrfach gemacht, das geht ohne weiteres. Ab Lyon habe ich nicht so gute Erfahrungen und gefällt uns das nicht so. Da gibt es sehr viel Kreisverkehre und da tun am Abend einem die Arme weh vom vielen Kurbeln in den Kreisverkehren. Also das ist nicht so unser Ding, aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Und wer jetzt vielleicht das erste Mal fährt und sagt, ich habe viel Zeit, und ja, der kann also dann auch die Nebenstrecke fahren. Jetzt nochmal zu einer Mautbox. Man braucht keine Mautbox. Eine Mautbox ist ein Luxus, sage ich mal so. Ich habe jetzt inzwischen die Maut 1, also die Box von Maut 1, habe sie schon in Österreich genutzt. Sie hat einwandfrei funktioniert. Diese Mautbox funktioniert in den Ländern Österreich, Spanien, Frankreich, Portugal, weiß nicht, ob noch ein Land dazu kommt. Also man kann so eine Box nutzen, kostet zusätzlich Geld, überhaupt keine Frage. Bei Maut 1 ist das, ich glaube, 75 € im Jahr und dann kommen ja die 5% auf die Maut noch oben drauf an Kosten. Also das ist teurer, als wenn man jetzt ohne Box fährt. Also man kann ohne Box fahren. Eine Visa oder Mastercard ist schon sinnvoll, beim Bezahlen viel einfacher, als wenn ich damit Bargeld hantieren muss. Bei einigen wenigen Stationen geht auch gar nichts mehr mit Bargeld, da braucht man eine Karte. Thema Krankenversicherung. Wir sind gesetzlich versichert, Rita, und ich bin privat versichert. Wir haben keine Zusatzversicherung, Krankenversicherung fürs Ausland. Wir haben die Erfahrung gemacht, bisher jedenfalls, hat alles ohne eine Zusatzversicherung funktioniert. Ich will da keine rechtliche Beratung hier anfangen, sondern ich möchte nur aus meinen Erfahrungen oder auf unseren Erfahrungen berichten. Und da ist Folgendes. Wir hatten mal das Problem, oder Rita hat sich das Handgelenk gebrochen. Das war in Italien. Wir mussten ins Krankenhaus damit. Alles wurde von der gesetzlichen deutschen Krankenkasse übernommen, bezahlt. Wir haben also keine Zusatzkosten gehabt. Es gab auch keinerlei Fragen. Ich weiß nicht warum. Ich bin privat versichert, ist noch ein anderes Ding. Da ist es ohnehin abgedeckt. Wenn wir in Spanien mal was hatten, dann gab es, oder wir kennen dort eine deutsch sprechende spanische Ärztin. Bei der waren wir dann, wenn wir ein Problem hatten, waren aber ja meistens nicht Riesendinge und dort haben wir dann in bar bezahlt und das waren dann Beträge um 50 €. Klar, wenn jetzt mal richtig was ordentliche Krankheit mal kommt, dann muss man wahrscheinlich tiefer ins Portemonnaie greifen. Ich weiß es nicht genau, aber wie gesagt, bisher hat das bei uns immer alles so geklappt und alles funktioniert. Gas, das ist ja auch immer ein Punkt oder ein Thema und da kann ich aus meiner Erfahrung Folgendes sagen. Wer jetzt zum Beispiel 4 Wochen nach Spanien fährt, der sollte mit 11 Kilo Gas oder 2 11 Kilo Flaschen Gas hinkommen. Meine Erfahrung ist, wenn ich nicht viel heizen muss, dann komme ich mit 11 Kilo etwa 14 Tage hin.
Ich denke, und wir haben ja nun nicht ganz kleines Wohnmobil, also ich denke, in dieser Größe wird das bei den meisten auch passen. Wer jetzt länger bleibt, der muss sich natürlich was überlegen. Eine Möglichkeit ist, sich eine Tankflasche zu beschaffen, die fest eingebaut wird und man tankt LPG-Gas. Wenn man das nicht will, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, eine deutsche Flasche mitzunehmen, die man für die Hinfahrt nutzt und dann dort in Spanien sich eine spanische Flasche beschafft. Da kann ich jetzt keine Adresse hier einfach preisgeben oder habe ich keine Adresse, aber ich weiß, dass viele Campingplätze, Stellplätze Flaschen verkaufen. Wenn man sowas möchte oder eine Flasche kauft, dann sollte man vorher in Deutschland einen Adapter sich beschaffen. Den findet man im Internet. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass man dort mit einem Adapter ankommt. Dann braucht man nicht dort erst noch hinterherfahren und suchen, dass man so einen Adapter kriegt. Es gibt Tankstellen in Spanien, die füllen auch deutsche normale Gasflaschen auf. Ich kenne 2. Ich will das hier jetzt aber nicht preisgeben. Wer da jetzt was wissen will, der kann mich anschreiben. Ich weiß auch nicht, ob das legal ist, ob das in Ordnung ist. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich weiß nur, dass es an gewissen Tankstellen gemacht wird. Das sind so die Punkte, die ich zum Thema Gas sagen kann. Ich habe ja auf meiner Internetseite auch einiges an Informationen zu Spanienreise. Ich verlinke die ganzen Sachen mal unter dem Video in dem Text. Da gibt es ja diese Infobox, wo ich was reinschreiben kann. Dort findet ihr dann auch Links zu Videos, die ich schon zum Thema Tipps zu Spanien und so weiter mit Route und so weiter schon mal veröffentlicht habe. Dann braucht ihr nicht lange suchen, geht einfach unter dem Video in den Text und schaut danach, dort werdet ihr dann was finden. Vielleicht könnt ihr da was von gebrauchen. Der eine oder andere braucht ja noch vielleicht Informationen. Ja, das waren so ein paar Fragen, die ich jetzt hier versucht habe zu beantworten. Allwissend bin ich auch nicht. Ich kann das nur immer so das wiedergeben, was ich an Erfahrungen habe. Macht das natürlich gerne. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr dürft das gerne in den Kommentaren schreiben. Ich werde das dann vielleicht nicht sofort hier beantworten können in einem Video. Ich werde dann auf unserer Reise nach Spanien diese Geschichten aufgreifen, diese Fragen aufgreifen und sie dann versuchen zu beantworten. So, jetzt kann ich allen nur eine gute Reise wünschen nach Spanien, soweit ihr dahin fahren wollt. Und vielleicht kreuzen sich irgendwo unsere Wege, würde mich freuen, sprecht uns an, haben wir kein Problem mit, habe ich immer gesagt. Wir werden ja dann den Winter auch in Spanien verbringen, auf verschiedenen Plätzen. Wir werden nicht nur auf einem Platz sein, wo genau immer, wann wir sind, wissen wir im Moment selber noch nicht, aber das werden wir dann sehen. Also das war's im Moment. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.